In einer Niemann-Pick-Patientenorganisation geht heute ein Anruf von einer Familie ein. Niemann-Pick Familienorganisation. Wie kann ich helfen? Wir warten auf Testergebnisse, um festzustellen, ob mein 5-jähriger Sohn die Niemann-Pick-Krankheit hat. Aber ich würde gerne wissen, was das überhaupt ist. Niemann-Pick oder NP-Krankheiten sind eine Untergruppe von über 70 Erbkrankheiten, die als lysosomale Speicherkrankheiten bezeichnet werden. Es gibt 3 Niemann-Pick-Krankheiten, genannt NPA, NPB und NPC. Bei diesen Krankheiten ist ein Teil unserer Zellen, das Lysosom, beschädigt. Was ist ein Lysosom? Bei Lysosomen handelt es sich um spezialisierte Abteilungen, die sich in den Zellen unseres Körpers befinden. Lysosomen sind die Abfall- und Recyclingzentren der Zellen. Sie enthalten Enzyme, die große Moleküle verdauen. Was passiert, wenn die Lysosomen nicht richtig funktionieren? Im Lysosom sammeln sich Abfälle, die zu den Symptomen führen. NPA und B werden durch einen Defekt des Enzyms Sphingomyelinase verursacht, das ein Fettmolekül namens Sphingomyelin abbaut. Daher sammelt sich Sphingomyelin bei beiden Krankheiten an. NPC wird durch Defekte in 2 Proteinen namens NPC1 und NPC2 verursacht. NPC2 bindet Cholesterin und überträgt es auf NPC1, das den Fettmolekülen hilft, die Lyosomen zu verlassen. Wenn eines der beiden Proteine defekt ist, sammeln sich Fettmoleküle an. Wie kann man die 3 Krankheiten voneinander unterscheiden? NPA- und B-Patienten haben vergrößerte Lebern und Milzen. NPA- und C-Patienten entwickeln auch Neurodegeneration. NPC-Patienten haben Schwierigkeiten beim Schlucken, bei der Koordination, beim Sprechen und manchmal auch Krampfanfälle. Die Diagnose basiert auf den Symptomen und kann durch einen Gentest bestätigt werden. Diese Krankheiten werden also vererbt. Können Sie mir mehr dazu sagen? Nun, wir haben 2 Kopien von jedem unserer Gene, eine von jedem Elternteil. NP-Krankheiten sind autosomal rezessiv. Das bedeutet, dass ein Kind nur dann betroffen ist, wenn es von beiden Elternteilen eine mutierte Kopie erbt, was einer Chance von 1:4 entspricht. Unsere Gene enthalten Anweisungen für die Herstellung von Proteinen im Körper. Ein mutiertes Gen erzeugt ein dysfunktionales Protein. In welchem Alter treten die Symptome normalerweise auf? Die Symptome treten bei NPA im Säuglingsalter und bei NPB typischerweise in den ersten Lebensjahren auf. NPC tritt in der Regel in der Kindheit auf, kann sich aber auch später im Leben entwickeln. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Alle diese Krankheiten werden symptomatisch behandelt. Krampfanfälle können mit Medikamenten behandelt werden. Physiotherapie und Ernährungsberatung können für einige Patienten nützlich sein. 3 Medikamente sind zur Behandlung von NPC zugelassen. Nach Abschluss der klinischen Studien wurde vor kurzem eine Enzymersatztherapie für NPB zugelassen. Ich bin sehr froh, dass Sie angerufen haben. Unsere Organisation kann Ihnen den Zugang erleichtern zu genauen Informationen und fachkundiger klinischer Beratung, den neuesten Infos über Forschung und klinische Studien. Wir bieten Unterstützung für psychische Gesundheit und Wohlbefinden, Möglichkeiten mit anderen Patienten in Kontakt zu treten, Möglichkeiten zur Teilnahme an Forschungsstudien. Ich melde mich, sobald wir eine Diagnose erhalten haben. Das Gespräch mit Ihnen hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. Bitte klicken Sie auf den Link, um an einer kurzen Umfrage teilzunehmen und Ihr Feedback abzugeben und um Zugang zu Hilfsorganisationen zu erhalten. Dieses Video wurde durch die Finanzierung von Wellcome Trust ermöglicht. Gemeinsam können wir etwas bewirken.